So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute so ein neues Video. Wir machen heute die Schmierung der Türscharniere bei unserem SL. Dazu brauchen wir so eine handelsübliche Fettpresse und eine aufgewickelte Büroklammer oder was in der Art, was halt mit dem gleichen Durchmesser ist. Das zeige ich euch gleich, für was man das braucht. Und dann sehen wir uns nach dem Intro und gehen an die Türe ran und dann zeige ich euch, wo wir überall Fett und Öl hin tun. Bis gleich. So, man schaut jetzt von oben auf unsere Fahrertür. Die Türe sind mit zwei Scharniere befestigt. Einmal hier oben eine und einmal weiter unten ist eine. Und hier hält die Tür quasi mit so einem Türband oder Nockenau genannt. Den machen wir jetzt mal geschwind raus, damit wir die Tür weiter aufschwenken können und dann auch richtig an diese Schmiernippel hier hinkommt. Ja? Also quasi an dieser Aufnahme in der Tür habe ich hier die Schmiernippel. Und da setze ich dann nachher auch meine Fettpresse an und muss dann schauen, dass das oben am Scharnierübergang hier und hier unten dann auch das Fett austritt. Weil dann ist auch gewährleistet, dass in dem kompletten Zapfen dann auch überall das Fett anliegt. Jetzt machen wir erstmal geschwind das Türband ab. Das ist hier oben gesichert mit so einem Zapfen. Der Zapfen geht hier komplett ganz durch. Und der Zapfen wird gehalten hier oben durch so einen Ring. Da kann ich einfach mit einem kleinen Schraubenzieher, der hier reinpasst, da rein und dann den Sicherungsring zu mir abziehe. Ja, ich hoffe, das erkennt man jetzt. Das ist der kleine Sicherungsring, wo den Zapfen hält. Und jetzt dengeln wir einfach vorsichtig oben ein bisschen auf den Zapfen drauf, dass er weiter runterkommt. So, und jetzt sieht man schon hier unten, kommt er uns entgegen. Mal gucken, ob das so klappt, ohne Zange. Ja, geht ein bisschen schwer. Hier ist auch noch der Kanal von der Heizung und hier unten der Türkontakt für die Innenraumbeleuchtung. Rauskommen. Jetzt haben wir hier unseren Haltezapfer, der hier oben in der Nut da gesichert war mit dem Sicherungsring. Und jetzt können wir die Tür deutlich weiter aufmachen und können das auch mal alles hier sauber machen und wieder frisch einfetten. So, jetzt haben wir hier unser oberes Türscharnier und hier sehen wir die Aufnahme quasi für unsere Fettpresse. Jetzt ist ja das ganze Türscharnier, auch mit einer Halteschraube, ist ja überlackiert. Das ist bei Mercedes so gängig, das war auch bei der Pagode, war es beim Vorgänger, war es auch schon so. Das sieht man auch immer schön, wenn schon irgendjemand was gemacht hat, die Tür schon rausgenommen worden ist. Das sieht man jetzt hier. Hat man die Schraube auf jeden Fall schon mal gelöst, die sieht nämlich so schön aus, da ist der Lack ab. Ja? Und das könnt ihr vielleicht auch, wenn ihr euch ein Fahrzeug anschaut oder so, könnt ihr auch mal da nachfragen, wenn ihr seht, okay, die Schrauben sind abgegriffen, da ist der Lack schon weg, könnt ihr mal den Fahrbesitzer fragen oder den Verkäufer fragen, ob da vielleicht schon ein Unfall war, ob man vielleicht die Tür schon mal ausgewechselt hat und. Ne? Ich meine, wenn man so eine Tür abnimmt, dann hat es ja meistens einen Grund, das macht man ja nicht grundlos. Und im Rahmen von Wartungsarbeiten beziehungsweise vom Kundendienst baut man ja die Tür nicht aus. So, gut.
Dann haben wir jetzt hier unser Fettnippel, ja, da wo man ansetzt. Jetzt gehen wir mit der Büroklammer hier mal in das Löchle rein und schaut mal auf das frei ist. Da können wir auch das alte Fett, was auch meistens ein bisschen fester ist, ein bisschen rauspupeln, dass sie hier dann auch mit dem neuen Fett reinkommen. So. So, wir gehen jetzt hier mit unserer Mehrzweck-Fettpresse gehen wir hier hin. Wir haben auch ein Mehrzweck-Fett in der Fettpresse drin. Und dann drücke ich jetzt hier vorne den Aufsatz. Das ist jetzt, wenn man es alleine macht, ein bisschen schwierig. Drückt den ganz drauf und drückt dann hier mal Fett rein. So, jetzt kommt rechts und links natürlich auch ein bisschen Fett raus. Aber oben, so wie ich das gesehen habe, drückt es auch ein bisschen raus. Schauen wir uns das mal an. Entferne das überschüssige Fett an dem Schmiernippel hier. So. Schauen wir mal. Höre tut man mal nichts mehr. Das gleiche machen wir jetzt auch noch mit dem unteren Schnürnippel an der unteren Scharnier. Da machen wir genau das gleiche. Sitzt unter dem Türband. So, die Schmierung haben wir jetzt gemacht von unseren Türscharniere. Jetzt schauen wir uns noch die Aufnahme hier von diesem Türband an. Hier drunter, das ist auch ziemlich dreckig. Da hauen wir jetzt ein bisschen Bremsereiniger hier drauf auf einen sauberen Lappe, sauberes Tuch, schwäbische Lappe oder Lumpe. Das versteht kaum jemand. Trag hier das alte Öl oder Fett oder was da auch immer drauf war. Verschmutzung, ne, trage ich alles ab, ja, da kommt schon ein bisschen was runter. Gehe hier dahinter und mache das hier wieder sauber. Hier der Hanne, jetzt gerade mal hier an der A-Säule runter und hier zwischen Tür und Karosserie. Da könnt ihr mal hier mit so einem Lackstift auch, das sind auch bei mir immer so kleine Lackabplatzer, ja, weil wahrscheinlich auch irgendjemand mit dem Schraubenzieher da mal entlang gekommen ist oder irgendwas mal in die Tür geklemmt hat und die Tür dann zugeschlagen worden ist und da dann irgendwas im Weg stand und da dann kleine Lackabplatzer gesorgt hat. Das kann man aber ja im Rahmen von Smart Repair, also hier daheim mit dem Lackstift, kann man das ja, glaube ich, ganz gut machen. Davor den schön reinige hier und dann die Stelle mit dem Lackstift sauber nachziehe. Und dann ist das auch wieder schick. Wenn man dann die Tür aufmacht oder so, sieht es dann auch wieder schick aus. So. Das sieht es ganz gut aus. Man haut jetzt natürlich an alle beweglichen Teile, hauen wir ein bisschen Fett hin. Da könnt ihr, wie gesagt, ruhig das Mehrzweckfett nehmen, relativ günstiges Mehrzweckfett. Das wird auch so in den Werkstattunterlagen von Mercedes, steht es auch so drin, es reicht das stinknormales Fett, um
um hier an der Tür die Schmierung da wieder vorzunehmen, dass das alles sauber läuft. Den Zapfer hier, den machen wir auch noch geschwind sauber. So. Und jetzt tragen wir, bevor wir den wieder eintreiben, mit unserem Mehrzweckfett, tragen wir auf dem ganzen Bolzen auch etwas Fett auf. Verteile das schön. Genau. Schließe die Tür wieder etwas. Und setze von unten den Stift wieder ein. So, unser Zapfer ist wieder drin. Wir sichern, damit er nicht unerlaubt unten wieder rauskommt, sichern wir den wieder mit unserem Sicherungsring hier oben. Der ist leichtgängig, funktioniert wieder. So, jetzt gehen wir außen noch ans Türschloss und schaut uns das Türschloss noch an. So, jetzt sind wir hier an unserem Türschloss, an der Fahrertüre. Hier haben wir unseren Schließzapfer. Und wenn es quasi die Türe einrastet, ja, wenn die Türe zugeschlagen wird, wenn der Schließzapfer hier in das Gegenstück reinkommt, die jeweilige Teilenummer, die blende ich euch rein, dann habt ihr die gleich, wenn ihr da Teile bei eurem SL austauschen müsst. Der kommt dann hier rein und dieses Scharnier hier, ja, wenn ich das jetzt hier quasi, jetzt wäre die Türe geschlossen, dann schießt der Zapfer hier hoch. Der hakt dann hier, das sehen wir jetzt, hier unter hakt der ein, ja, dass man hier mal ein bisschen so Verständnis hat, wie das Ganze in der Tür funktioniert. Und wenn dann irgendwas klemmt, wo man dann auch an die richtige Stelle dann auch suchen kann. Und wenn ich jetzt die Tür aufmache, öffnet der hier wieder, ja, der gibt den Bolzen hier wieder frei und ich kann die Türe aufmachen. Den Riegel schiebt es dann hoch und ich ziehe ganz normal die Türe auf. Hier unten mache ich jetzt auch noch ein bisschen Fett rein. Da komme ich jetzt mit meinem ja, eher zähflüssige bis gar nicht flüssige Mehrzweckfett aus der Fettpresse nicht weiter. Dann nehme ich jetzt hier unten habe ich so ein Fettspray. Einfach als beliebiges und sprühe hier überall, wo ein Schlitz ist, wo es auch schön abfließen kann und auch an diese bewegliche Teile dann auch hinkommt. Schmiere hier ein bisschen Fett hin, bewege den noch ein paar Mal, dass sich das Fett schön verteilt und dann auch wieder leicht aufspringt. Ja, das war's auch schon. Ich denke, das reicht. So, ich möchte euch nochmal geschwind eine Kleinigkeit zeigen. Das lohnt sich nicht, ein separates Video daraus zu machen, weil es wirklich nur ein kleines Topic ist. Aber aus aktuellem Anlass, ich habe das jetzt gerade bei meinem großen Thema Wasserabläufe, Wetterdichtungen, der stand jetzt draußen eine Weile, weil ich hier Platz braucht habe in die Garage, um ein bisschen am SL zu schrauben, stand jetzt draußen und es hat die ganze Zeit geregnet. Und jetzt war der Wasserablauf oben am Schiebedach, der war zu, der war verstopft mit Blätter.
Und jetzt ist mir die Soße in den Innenraum gelaufen. Jetzt habe ich da ein kleines Problem, weil es einen Kürzer gab im Sicherungskasten und der Tonverstärker. Ja, die ganze Sicherung und das Ganze dahinter feucht geworden ist. Da bin ich jetzt schon die ganze Zeit mit dem Föhn dran, das zu trocknen. Und damit sowas nicht passiert, muss man auch immer gucken, dass diese Wetterabläufe ja immer frei sind und das Wasser auch ablaufen kann. Gut, Thema Elektrik hier, den Wasserablauf, wo ich euch jetzt am SL zeigen will, da ist jetzt kein Strom, da sind jetzt keine Sicherung, kein Sicherungskasten. Das Problem ist da nicht, aber man sollte trotzdem achten, auch gerade Wasserablagerungen und so weiter und so fort, dass das frei ist. Jetzt gehen wir hier an den Tankdeckel. So, hier haben wir unseren Tankdeckel. Der steht jetzt offen, der Verschluss, die Verschlusskappe ist drauf. Und jetzt sehen wir hier unten. Hier. Ist also ein bisschen dreckig, könnte man auch mal wieder sauber machen, ja. Schreibe ich mir auf die Liste, muss gemacht werden. Hier seht ihr diesen Wasserablauf, ja. Und da könnt ihr mal testen, hier ein bisschen Wasser, ja, mit einem kleinen Messbehälter könnt ihr hier ein bisschen Wasser reinleeren. Aber gucke, dass der hier zu ist, nicht, dass er noch Wasser in den Tank leert. Auf dann direkt drunter, hier links vom Hinterrad, dann auch das Wasser gleich wieder rauskommt. Wenn das nicht der Fall ist, nehmt ihr euch einen dünnen Draht und piekst von oben mal durch, so lang bis er unten wieder rauskommt, der Draht, damit dieser Ablauf hier wieder frei ist. Ja? Wenn sich hier drin Regenwasser sammelt, das ist auch nicht so optimal. Ja. Ich meine, jetzt könnte man natürlich sagen, so viel Sprit wie der verbraucht, öffnet man, wenn man das Fahrzeug benutzt, regelmäßig diesen Tankdeckel, weil man ja immer wieder nachtanken muss, ja, kann man jetzt natürlich auch sagen. Und dann sieht man natürlich, wenn hier Wasser steht, nichtsdestotrotz, ihr solltet da schauen, dass sich hier kein Wasser ansammelt. Ne? Das sind wieder potenzielle Korrosion, Roststelle, wo sie da draus entwickeln können. Deshalb immer gucken, dass diese Wasserabläufe immer frei sind. So, das war's jetzt auch schon mit dem kleinen Video über die Türen und über die Schmierung der Türe, über das Türscharnier, was wir hier eingefettet haben. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen was Informatives dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bevor jetzt aber das Video zu Ende ist, möchte ich euch noch geschwind was Kleines zeigen, weil ich auch schon angeschrieben worden bin und gefragt worden bin nach dieser Uhr, wo man hier ab und zu im Hintergrund sieht bei meinen Videos. Ich habe sie jetzt hier mal hingestellt. Da bin ich jetzt gefragt worden, ob man so Uhren kaufen kann und wenn man sie kaufen kann, wo man sie kaufen kann. Meines Wissens kann man sie nicht kaufen. Ich habe die Uhr letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die ist aber selber hergestellt worden. Ja, man nimmt einfach eine alte Radkappe, wenn mich nicht alles täuscht, hier von einem Strich 8 und bohrt dann hier am Mercedes-Stern ein Löchle rein. Ja, weiß nicht, 4 mm, 6 mm, kann man jetzt nicht so genau sagen. Und kauft sich hier ein ganz normales analoges Uhrwerk, macht die Zeiger weg und setzt die von hinten ein und steckt die Zeiger wieder drauf. Ja, eigentlich im Prinzip ganz simpel, ganz einfach zu machen. Diese Radkappe kriege ich da auf dem Schrottplatz oder auch bei eBay, habe ich sie auch schon gesehen, im 4er-Set für 30, 40, 50 Euro. Ja, könnt ihr kaufen, dann könnt ihr euch 4 Uhren draus machen. Ja, ich finde ein ganz nettes Teil, macht sich gut in die Werkstatt, in die Garage. So viel zu der Uhr. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt, dann verpasst ihr auch nichts. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, bis dann, ciao.